Wir haben den 19. März und wir sind auf der Fahrt zu einem Stellplatz in Portugal, und zwar in der Nähe von Amaçu de Pera. Über den Platz und die Umgebung werde ich berichten in diesem Video. Herzlich willkommen zu meiner Reportage. Wir sind in der Nähe der Stadt Huelva in Spanien gestartet, haben etwa 170 Kilometer bis zur Stadt Amaçu de Pera in Portugal an der Algarve. Wir nutzen die Autobahn A22 in Portugal, sie ist mautpflichtig. Über die Geschichte mit der Maut in Portugal habe ich ja schon in einem anderen Video berichtet, deshalb möchte ich darauf im Detail nicht mehr eingehen. Nur so viel, wer eine Mautbox hat, wir haben zum Beispiel vom Maut 1 eine, der braucht nichts unternehmen. Wer keine Box hat, der muss sich registrieren an einer speziellen Station. Man braucht keine Mautbox, das ist eine Erleichterung, hat aber natürlich damit dann auch zusätzliche Kosten. Wir fahren jetzt in die Stadt Amaçu de Pera und folgen dem Navi Richtung Stellplatz. Der Stellplatz liegt etwa 1 Kilometer außerhalb der Stadt und hat den Namen Algarve Camping Car Park. Wir sind schon häufiger in Portugal gewesen. Wir haben also die Iberische Halbinsel auch schon mehrmals umrundet. Aber das letzte Mal, dass wir in Portugal waren, ist bestimmt schon 15 Jahre, vielleicht sogar etwas länger her. Wir waren auch in dieser Stadt, allerdings hier auf einem Campingplatz. Wir fahren jetzt auf einer kleinen Nebenstraße. Jetzt müssen wir hier rechts rein, sehen auch schon das Hinweisschild zum Stellplatz. Unser Navi weist uns schon auf eine unbefestigte Straße hin. Man sieht, es ist nur ein Schotterweg, der zum Stellplatz führt. Man ist manchmal schon erstaunt, was für Wege man nutzen muss, um zu einem Stellplatz zu kommen. Aber das kennen wir, das haben wir häufiger schon gehabt. Wir kennen den Platz nicht, wir haben auch nicht reserviert. Wir hoffen, weil wir jetzt so schon Mitte März bzw. 19. März haben, dass die Plätze nicht mehr ganz so voll sind und wir ohne weiteres hier einen Platz bekommen. Da wir den Platz nicht kennen, bin ich erstmal losgelaufen zu Fuß. Wir hatten das Mobil abgestellt und habe an der Rezeption gefragt, ob Platz da ist. Wir hatten dann 2 Plätze zur Auswahl und davon haben wir uns dann einen ausgesucht und den haben wir dann genutzt. Wir hatten Glück, dass wir in der Mittagszeit schon da waren. Da waren etwa 4 Plätze frei. Die Plätze sind aber unterschiedlich groß, sodass wir nicht auf jeden Platz rauf können. Aber wir haben dann einen Platz gefunden, der für uns groß genug ist und wir den nutzen können. Der Platz ist unter französischer Leitung, aber man spricht hier gut Englisch, sodass es keine Verständigungsschwierigkeiten gibt. Deshalb sind hier auf dem Platz auch überwiegend französische Camper. Wir gleich bezahlen müssen wir da. Wie viele Tage soll ich denn gleich bezahlen? Ich kann jeden Tag bezahlen oder soll ich jetzt mal 3 Nächte bezahlen? Das reicht. Ja. Die Anmeldung ist hier recht einfach, allerdings muss man im Voraus bezahlen. Man kann also jeden Tag bezahlen oder man zahlt im Voraus für die Tage, die man bleiben möchte. Wir haben unseren Platz eingenommen, Strom brauchen wir nicht, so zahlen wir für den Platz 7 Euro pro Tag. Es ist schön warm hier, wir haben 25 Grad, da fühlt man sich so richtig wohl. Wir haben diesen Platz auch gewählt, weil wir von hier aus eine Geocache-Runde abfahren wollen mit den Fahrrädern. Und dazu brauchen wir vielleicht 3 Tage, vielleicht bleiben wir auch etwas länger. Der Platz ist etwas terrassenförmig angelegt und so hat man einen schönen Blick in die Landschaft.
zumindest von unserem Platz aus. Es gibt hier auch sanitäre Anlagen, die sind im Gebäude bei der Rezeption mit untergebracht. Die Duschen und auch die Toiletten sind einfach, aber es funktioniert. Duschen ist kostenpflichtig und kostet 1 Euro. Waschmaschinen sind auch vorhanden, ist natürlich kostenpflichtig, das Waschen damit. Und eine Wäschespinne ist auch da, wo man seine Wäsche dann aufhängen zum Trocknen kann. Eine End- und Versorgung ist auch da. Die Durchfahrt ist etwas schmal, gerade für breite Fahrzeuge kann es knapp werden hier. Der Strand oder die Beach sollen 1200 Meter entfernt sein. Ich würde mal sagen, vielleicht etwas mehr, 1,5 Kilometer von mir geschätzt. Man kann hier auch gut mit dem Fahrrad fahren. Es geht zwar hier ein bisschen bergauf und bergab, aber das ist mit dem E-Bike kein Problem. Wir sind jetzt auf unserer Geocache-Tour und sind in der Natur hier. Es blüht und grünt und es duftet. Es ist ein richtig schöner Frühlingstag. Das passiert uns immer mal wieder. Wir sind in der Natur unterwegs auf unserer Geocache-Tour und fahren uns irgendwas in den Reifen. Plattfuß. Gott sei Dank haben wir einen Ersatzschlauch dabei und können das Ganze dann unterwegs hier reparieren. Wir haben nicht nur einen Ersatzschlauch, sondern auch ein Spray dabei, was man in den Schlauch einfüllen kann. Dieses Spray schließt dann das Loch. Auch Flickzeug haben wir dabei, aber den Schlauch wechseln ist für mich das Einfachste. Das Vorderrad hier ein- und auszubauen ist kein Problem für mich, aber auch das Hinterrad nicht. Das habe ich auch schon mehrfach gemacht. Also unterwegs, wenn wir einen Platten hatten, habe ich das auch unterwegs repariert. Wichtig ist, dass man einen Ersatzschlauch dabei hat und das entsprechende Werkzeug und natürlich auch eine Luftpumpe. Alles wieder fertig. Läuft wieder. Und saufen. Unsere Geocache-Touren dauern meistens so 2-3 Stunden. Dabei haben wir dann so circa 20 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt. Und dann sind wir etwa so in der Mittagszeit wieder zurück beim Wohnmobil. Wir haben uns zwischenzeitlich entschieden, noch etwas länger zu bleiben. Das heißt, wir haben ursprünglich nur 3 Tage gebucht hier. Jetzt haben wir noch weitere 3 Tage hier gebucht. Inzwischen gibt es immer mehr freie Plätze. Zumindest in den Morgenstunden bis Mittag. Am Nachmittag füllen sich die Plätze wieder. Allerdings bleiben immer noch einige frei. Vor einigen Wochen haben wir uns noch in die Sonne gesetzt. Das ist jetzt nicht mehr so gut. Die Sonne, die brennt auf der Haut und man ist froh, wenn man unter der Markise im Schatten sitzt. Für Fahrzeuge mit mehr als 9 Metern Länge wird es hier schwierig. Die meisten Plätze sind so bis maximal 8 Meter. Es gibt hier ca. 50 Parzellen und diese Parzellen sollen in den Monaten Januar und Februar immer bis auf den letzten Platz voll belegt gewesen sein. Natürlich sind wir auch mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren und an den Strand. In der Stadt gibt es die Möglichkeit einzukaufen. Es gibt deutsche Discounter dort, etwa 2 Kilometer entfernt von dem Stellplatz. Die Preise für Lebensmittel, für Essen, für Diesel sind ähnlich wie in Spanien. Diesel kostete zu diesem Zeitpunkt zwischen 1,50 Euro und 1,60 Euro der Liter. Wir haben festgestellt, man kann hier gut mit dem Fahrrad fahren, so wie hier auf der Promenade. Man hat einen Blick auf den Strand und auf das Meer. Da es sich ja um einen touristischen Ort handelt, gibt es hier auch viele Bars und Restaurants. Hier am Atlantik findet man viel mehr Grün als zum Beispiel in Südspanien. Das ist natürlich auch klar, es regnet hier etwas mehr. Die Stadt hat ja nur 5000 Einwohner circa, aber in der Hochsaison sind hier bis zu 65.000 Touristen.
Ursprünglich war der Ort Amassao de Pera ein Fischerdorf. In den 70er Jahren sind dann die Hochhäuser entstanden und der Tourismus prägt heute das Bild der Stadt. Aber man findet in der Stadt auch noch ruhige Plätze und es gibt noch sehr schmale Gassen, wo man kaum mit dem Fahrrad durchfahren kann. Wir sind ja hier an der Algarve und wir haben hier im Winter Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. Aber, das muss man auch sagen, es gibt hier auch schon mal Regentage. Und dann nicht nur 2, sondern es können auch bis zu 8 Tage mal am Stück regnen. Das war ein Grund für uns, nicht immer im Winter hier hinzufahren, sondern dann lieber in Südspanien zu bleiben. Allerdings jetzt, Ende März, ist das Wetter super. Wir haben hier bis zu 25 Grad, blauen Himmel und Sonnenschein, wie man sieht. Wir sind ja fast den gesamten Winter ohne Strom ausgekommen, jedenfalls Strom aus der Steckdose. Und haben es jetzt so weit geschafft, dass wir sogar kochen können mit unserer Induktionsplatte über die Lithiumbatterien oder beziehungsweise Wandler-Lithiumbatterien. Und die Batterien sind am frühen Nachmittag immer schon wieder voll geladen. Ja, alles gut. Ein schönes Stück Fleisch. Genau. Und dazu gibt es in der Pfanne Zwiebeln mit Pilzen. Und das ist schon auf dem Und dann gibt es ein bisschen Gesundes, muss auch dabei sein. Und da kommt gleich auch noch das Rinder. Ja, was ist das? Ja, es handelt sich um ein Stück Rindfleisch. Es nennt sich in Spanien Entrico. Essen wir hin und wieder gern mal. Jetzt noch ein Hinweis, und zwar gibt es in unmittelbarer Nähe vom Stellplatz einen Caravan-Service. Dort werden Reparaturen durchgeführt, dort kann man Zubehör kaufen und es gibt dort auch die Axicard in Deutsch. Ich bin selber dort nicht gewesen, aber Camper haben mir erzählt, dass sie dort gewesen waren und auch Reparaturen durchführen lassen haben und sehr zufrieden sind. Wir sind ja ganz spontan hier nach Portugal gefahren. Wir wollen auch jetzt nicht weiter durch Portugal fahren, sondern werden zurück nach Spanien fahren. Wir wollen noch an der Costa de la Luz, und zwar wollen wir in die Stadt Isla Cristina. Dort gibt es noch einen Stellplatz, den wir noch besuchen wollen. Und das wird dann unser nächstes Ziel sein. Jetzt noch was in eigener Sache. Mein YouTube-Kanal hat ja inzwischen mehr als 86.000 Abonnenten. Gern hätte ich natürlich mal die 100.000 voll. So eine kleine Herausforderung für mich. Wer vielleicht den Kanal hier noch nicht abonniert hat und ihn abonniert, würde mich darüber freuen. Ansonsten sage ich wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.